Servus Leute, mittlerweile ist es ja bei uns im Tabletop-Hobby ganz normal, dass Charakter- bzw. Einheitenkarten bei den diversen Spielsystemen verwendet werden, sei es zum Beispiel bei Age of Sigmar für die War Scrolls oder eben auch die Einheitenkarten bei Flames of War oder andere Spiele, eben vor allem Skirmish-Systeme, verwenden ja auch häufig Charakterkarten, wie es zum Beispiel bei Freebooters Fate oder auch Malifaux der Fall ist. Und genau zu letzterem möchte ich jetzt ein bisschen was sagen, weil ich finde, dass das ein sehr gutes Konzept ist, wie diese Karten aufgebaut sind bei Malifaux. Und im weiteren Verlauf des Videos habe ich dann noch eine kleine Überraschung, die nichts mit den Karten zu tun hat. Ich habe hier die Charakterkarten aus der Lady Justice Core Box und wir werden uns hier jetzt mal die Karten beiseite legen und uns die Lady Justice Karte ansehen. Was man hier schon sehen kann, man hat eigentlich alle notwendigen Daten auf der Vorderseite der Karte, die man so gewohnt ist. Den Namen des Charakters, dann die Kosten, um den Charakter mitzunehmen. Auch wenn das hier jetzt beim Master jetzt ein bisschen anders funktioniert, aber grundsätzlich hat das eben jede Karte mit diesen Punktkosten, die man dann braucht, um seine Crew zusammenzustellen. Dann eben noch die verschiedenen Keywords, in diesem Fall also das Keyword Marshal, um anzuzeigen, zu welcher Crew die Figur gehört, und das ist dann auch wichtig für die Zusammenstellung der Crew. Hier haben wir zum Beispiel das Marshal Keyword und auch bei allen anderen Figuren. Das muss eben einheitlich sein, also auch zur Zusammenstellung der Crew findet man alles auf der Vorderseite, plus dann eben noch hier ganz schön sichtbar unterhalb des Charakterbildes die notwendigen Profilwerte, die für das Spiel benötigt werden, wie eben die Defense, also wenn man angegriffen wird, wenn man sich verteidigt, der Wert, oder auch bei gewissen Attacken wird man mit Willpower quasi attackiert oder muss man sich mit seinem Willen verteidigen. Das sieht man hier ganz gut, wenn wir uns das mal anschauen. Es gibt hier dann die Information, ob Defense oder Willpower verwendet wird, um sich zu verteidigen. Und je nachdem, was hier dann eben in der Attacke angegeben ist, wird der jeweilige Wert für die Verteidigung dann verwendet. Dann, wie weit sich die Figur bewegen kann pro Aktion, plus dann noch die Größe, die dann wichtig wird in Bezug auf Deckung und ähnliche Sachen. Zum Beispiel eine menschliche Figur hat hier eine Größe von 2 und Gremlins zum Beispiel sind ein ganzes Stück kleiner, die haben nur eine Größe von 1. Und dann eben hier gibt es dann noch die Lebenspunkte der Figur, hier mit 12 bei Lady Justice, die dann eben im Verlauf der Partie abgestrichen werden bis 0. Und so kann man da das Ganze dann auch haushalten. Und dazwischen die Abilities sind alles Fähigkeiten, die während des Spiels immer aktiv sind. Somit lässt sich eigentlich sagen, man kann die Vorderseite der Karte so immer offen liegen lassen, so während man eben nicht mit der Figur aktiviert. So hat man alles, was man braucht in Bezug auf Defense oder eben auch auf die ganzen Fähigkeiten, die während des Spiels eben aktiv sind, Zugriff zu haben, ohne da irgendwie die Karte zu drehen. Und eben erst dann, wenn in dem Fall Lady Justice von unserer Seite aus aktivieren würde, müssen wir uns eigentlich nur Movement hier merken. Als andere, und sei es als anderes nicht so wichtig, dann für unseren aktiven Zug. Und auf der Rückseite finden wir dann eben sämtliche Attack Actions und Tactical Actions, die sie durchführen kann. Man sieht hier schon, es ist hier extrem viel Text dabei, aber auch alles, was man so kennt von anderen Systemen, beziehungsweise auch mit allen möglichen Informationen, die fürs Spiel grundsätzlich wichtig sind. Man hat hier eben die Range, neben dem Namen natürlich der Attacke, dann eine Range, in dem Fall als eine Close Combat Attacke mit 2 Zoll Reichweite. Dann der Stat wird dazu verwendet beim Attackieren. Da wird eben eine Karte gezogen vom Fate Deck und dieser Statwert hinzu addiert,
beim Duell, um dann festzustellen, ob man mit der Attacke trifft oder nicht. Und hier steht dann die Resistance, das ist in dem Fall DF für Defense, wie ich vorhin schon sagte. Da verwendet dann der verteidigende Spieler für sein Modell, das attackiert wird, den dazugehörigen Defense-Wert seiner Figur und addiert dort wieder den Wert einer Fate-Karte dazu und bekommt so sein Endergebnis. Und dann werden die beiden Ergebnisse verglichen und sieht auf diese Art und Weise, ob man trifft oder nicht. Und dann in dem Fall, hier haben wir dann keine TN für Target Number angegeben bei diesen Attacken. Was hier dann noch wichtig ist, kommen hier dann noch die ganzen Zusatzeffekte dazu, eben einmal grundsätzlich der Schaden, der gemacht wird, wenn die Attacke dann durchgeht. Da wird dann nochmal gezogen eine Fate-Karte und dann geschaut, was hier für ein Schaden ermittelt wird und aber auch alle Fähigkeiten, die dann mit dieser Attacke einhergehen, sind hier mit abgebildet in Textform. Man muss sich hier also recht wenig merken im Vergleich zu eben anderen Spielsystemen, wo dann häufig nur dabei steht Critical Strike zum Beispiel, und dann muss man sich erst wieder in den Regeln anschauen beziehungsweise im Regelbuch nachschlagen, was das bedeutet. Ist hier natürlich dann etwas einfacher gelöst und schneller zu finden. Man muss sich eben nur gewisse Dinge wie hier Stunts dann merken. Das sind eben allgemeine Fähigkeiten im Spiel und diese sind dann wiederum im Regelbuch abgebildet. Und das geht eben hier dann so weiter mit den Attackenwerten. Und dann gibt es auch noch Tactical Actions, die eine Figur machen kann. Die sind dann weiter unten eben hier angegeben, sind aber grundsätzlich gleich aufgebaut. Man hat hier eben wieder eine Range, in dem Fall von 4 Zoll. Dann wieder den Stat mit 6. Und hier ist es aber dann nicht so bei dieser Tactical Action, dass man hier dann einen Resistance-Wert hat beim Gegner, wo der Gegner eine Karte zieht, sondern man hat hier dann eine Target Number. Das heißt, ich müsste jetzt da mindestens eine 6 ziehen, um mit der 6 hier vom Stat auf die 12 zu kommen, damit dann diese Tactical Action erfolgreich durchgeführt werden kann. Also alles darunter würde dazu führen, dass die Fähigkeit nicht aktiviert wird oder die Tactical Action nicht durchgeführt wird, und alles darüber würde eben dazu führen, dass das hier ausgeführt wird. Und da haben wir dann auch mehrere Möglichkeiten, was wir hier einsetzen können. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt dieses System von allen Charakterkarten und Einheitenkarten, die ich bisher so gesehen habe, am besten. Ist natürlich ein bisschen ein subjektives Thema, da natürlich die Karten bei zum Beispiel Age of Sigmar nur auf der Vorderseite die ganzen Profile haben, was natürlich auch ausreicht. Da ist ja meistens nur ein Bild auf der Rückseite, die sind natürlich anders aufgebaut. Oder auch bei den Einheitenkarten für Flames of War hat man eigentlich alles Notwendige, das man grundsätzlich braucht, auch auf der Vorderseite, hat aber auch hier dann doch recht viele Fähigkeiten mehr oder weniger, die dann angegeben sind bei den Waffen zum Beispiel, die man dann im Regelbuch erst nachschlagen muss. Das ist hier meiner Meinung nach dann insgesamt am besten gelöst. Vor allem dann, wenn es um Skirmish-Spielsysteme geht, ist das hier meiner Meinung nach die bessere Lösung. Ich habe alles auf der Vorderseite an Profilwerten und was ich brauche zum Zusammenstellen der Mannschaft, plus während des Spiels dann noch alle aktiven Fähigkeiten und die Lebenspunkte. Und erst wenn ich die Figur dann schlussendlich aktiviere, drehe ich die Karte um und sehe alle Angriffe und Taktiken, die ich dann ausführen kann, hier auch beisammen und habe eigentlich nur sehr, sehr wenige Keywords wie eben Stunt oder Injured +2, die ich mir dann merken müsste. Alles andere finde ich hier zusammen auf einer Karte. Und egal, ob das jetzt hier der Master ist oder irgendeine der anderen Karten, die sind alle genau identisch aufgebaut. Hier dann natürlich mit wesentlich weniger Fähigkeiten bzw. Actions, die man durchführen kann. So viel jetzt mal zu den Karten und dann noch schnell die Kleinigkeit, die ich erwähnt habe, die noch dazu kommt, die nichts mit Karten zu tun hat. Ich habe erweitert und zwar hier mit der English Ivancore Box. Die werde ich mir hier jetzt mal in nächster Zeit so
zu Gemüte führen und dann wird es auch schon an die Bemalung und beziehungsweise den Zusammenbau und dann die Bemalung der Figuren gehen und dann auch mal das erste Spielchen mit den beiden Crews durchführen zu können. Jetzt habt ihr also die Charakterkarten für Malifaux mal gesehen. Wie ich schon gesagt habe, ich finde das sehr gut, wie diese aufgebaut sind. Eben auf der Vorderseite alles Wichtige, was man braucht, um die Mannschaft zusammenzustellen, inklusive Keywords und eben Zugehörigkeit des Modells, plus eben die Soulstones, also Punktekosten, inklusive dann sämtlicher Profilwerte, die notwendig sind im Spiel, vor allem wenn man eben angegriffen wird oder sich irgendwie verteidigen möchte, plus dann eben noch alle aktiven Fähigkeiten und dann erst auf der Hinterseite findet man dann diese Aktionen, die notwendig sind im Spiel, wenn man mit der Figur aktiv aktiviert. Dort hat man dann eben die Attack Actions und die Tactical Actions, alles sehr schön abgebildet, mit natürlich sehr viel Text dabei, aber man kennt sich damit eigentlich sofort aus und braucht sonst nichts mehr. Es gibt nur einzelne Keywords, die man dann eben nachschlagen muss, beziehungsweise man sich merken muss, die dann erst im Regelbuch zu finden sind. Ich werde mich jetzt in der kommenden Zeit damit mal befassen, die English Ivan Corebox zusammenzubauen und dann natürlich auch zu bemalen. Kleine Info noch, die Lady Justice Corebox, die ist bereits fertig, da kommt dann auch mal ein Video dazu. Die sind komplett bemalt, also da bin ich schon mal ganz zufrieden damit. Und ich werde euch jetzt hier noch die beiden anderen Videos verlinken zu Malifaux, die es schon aktuell auf dem Kanal gibt. Eben zu Malifaux, was ist es überhaupt, eine kleine Einführung und dann eine Information zur Lady Justice Corebox. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.